Hallo und herzlich willkommen bei Deutsch leicht gemacht, dem Podcast für alle, die Deutsch mit mehr Selbstvertrauen und Freude sprechen wollen. Ich bin Lukas, dein Coach auf dem Weg zu flüssigerem Deutsch, und ich bin hier, um dir zu helfen, Schritt für Schritt, Tag für Tag. Ich werde langsam und deutlich sprechen, damit du alles gut verstehen und mir nachsprechen kannst. In der heutigen Episode sprechen wir über etwas ganz Einfaches, aber unglaublich Mächtiges, wie du jeden einzelnen Tag Deutsch üben kannst. Auch wenn dein Leben super stressig ist, auch wenn du dich schüchtern fühlst und ja, auch wenn du nicht in Deutschland, Österreich oder der Schweiz lebst. Viele Deutschlerner denken, sie müssten nach Berlin oder Wien ziehen, um gut Deutsch zu sprechen. Aber das stimmt nicht. Du musst nicht in München wohnen, du brauchst keinen deutschen Muttersprachler neben dir und du musst nicht jeden Abend stundenlang lernen. Was du wirklich brauchst, sind kleine, kluge Schritte. Schritte, die einfach zu wiederholen sind. Schritte, die in deinen Alltag passen. Schritte, die dir helfen, dich wohler, natürlicher und selbstbewusster zu fühlen, wenn du Deutsch sprichst. Also, lass uns anfangen. Stell dir mal einen Wald vor. Mitten im Wald ist eine große, grüne Wiese. Aber es gibt keinen Weg von einer Seite zur anderen. Was tust du? Du gehst einfach los. Beim ersten Mal siehst du deine Spur kaum. Beim zweiten Mal ist das Gras schon ein bisschen platt gedrückt. Wenn du diesen Weg aber jeden Tag gehst, was passiert dann? Zuerst entsteht ein kleiner Pfad, ein sogenannter Trampelpfad. Und nach ein paar Wochen oder Monaten ist da ein richtiger, fester Weg, auf dem du ganz einfach laufen kannst, ohne nachzudenken. Genau so funktioniert das mit dem Deutschlernen. Jeder kleine Schritt, den du machst, ist wie ein Gang über diese Wiese. Jede Wiederholung macht den Weg in deinem Gehirn stärker und klarer. Heute bauen wir gemeinsam den Anfang von deinem persönlichen Trampelpfad zum flüssigen Deutsch. Lasst uns mit einer ganz besonderen Technik starten. Vielleicht hast du schon einmal davon gehört, vielleicht nicht. Sie heißt die Papageientechnik. Klingt lustig, oder? Aber sie ist eine der besten Methoden, um dein Sprechen und dein Hören gleichzeitig zu verbessern. Sie ist einfach und extrem wirkungsvoll. So funktioniert's. Du hörst jemanden Deutsch sprechen, so wie mich gerade. Und du versuchst, genau das zu wiederholen, was er oder sie sagt. Du hältst nicht an, du übersetzt nicht in deinem Kopf, du schaust nicht im Wörterbuch nach. Du kopierst einfach den Klang, wie ein Echo. Du versuchst, die Worte im gleichen Tempo, mit der gleichen Melodie und dem gleichen Rhythmus wie der Sprecher zu sagen. Wollen wir es zusammen probieren? Ich sage einen Satz und du sprichst ihn direkt nach. Bereit? Ich will flüssig Deutsch sprechen. Ich höre jeden Tag Deutsch. Die Papageientechnik hilft mir. Sehr gut. Das ist es. Das ist die Papageientechnik. Am Anfang fühlt es sich vielleicht komisch an. Du verstehst vielleicht nicht jedes Wort, das du hörst. Das ist okay. Bei dieser Technik geht es nicht darum, jedes Wort zu verstehen. Es geht darum, dein Gehirn und deinen Mund darauf zu trainieren, auf Deutsch zusammenzuarbeiten. Sie hilft dir, dich an den Klang der deutschen Sprache zu gewöhnen, an ihre Melodie, daran, wie sie sich in deinem Mund anfühlt. Wenn du das oft machst, sogar nur 5 Minuten am Tag, wirst du merken, dass du schneller, klarer und natürlicher sprichst. Es ist eine kleine Gewohnheit mit riesigen Ergebnissen. So, und jetzt zur Hauptfrage. Wie kannst du jeden Tag Deutsch üben? Viele Lerner sagen mir, Lukas, ich will ja lernen, aber ich habe keine Zeit. Ich bin immer beschäftigt. Ich werde nervös, wenn ich spreche. Ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Und ich sage immer,
Du brauchst nicht viel Zeit. Du brauchst keine perfekte Grammatik. Du musst nicht auf den richtigen Moment warten. Du musst einfach nur anfangen. Ich gebe dir jetzt 5 einfache und kraftvolle Wege, wie du jeden einzelnen Tag Deutsch in deinem echten Leben üben kannst, egal wo du bist. Tipp Nummer 1. Höre jeden Tag Deutsch. Das ist der wichtigste Schritt. Wenn du besser sprechen willst, musst du mehr hören. Jeden Tag. Nicht einmal pro Woche, nicht nur im Sprachkurs. Jeden Tag. Hören hilft dir, neue Wörter zu lernen. Es hilft dir, den echten Rhythmus der deutschen Sprache zu hören. Es trainiert deine Ohren, schneller zu verstehen, und es hilft dir, dich daran zu gewöhnen, wie echte Menschen sprechen. Nicht nur das Deutsch in den Lehrbüchern. Und wie kannst du das tun? Du kannst Podcasts wie diesen hören. Du kannst deutsche Musik hören. Du kannst Videos auf YouTube schauen. Du kannst dir Kurzgeschichten oder Kindernachrichten auf Deutsch anhören. Du musst nicht 100% verstehen. Lass die Klänge einfach in deine Ohren. Selbst wenn du nur 30% oder 50% verstehst, ist es trotzdem nützlich. Du kannst hören, während du spazieren gehst, putzt, kochst, Sport machst oder dich ausruhst. Nur 10 bis 15 Minuten am Tag reichen aus, um einen Unterschied zu machen. Mache Deutsch zu deiner Hintergrundmusik. Tipp Nummer 2. Nutze die Papageientechnik mit dem, was du hörst. Jetzt, wo du zuhörst, kommt der nächste Schritt. Benutze deine Stimme. Hören ist super, aber durch das Sprechen wirst du wirklich stark. Nachdem du einen Satz oder einen kurzen Teil einer Aufnahme gehört hast, sprich ihn nach. Kopiere die Stimme. Passe dich dem Rhythmus an. Zum Beispiel: Ich möchte besser Deutsch können. Ich verstehe nicht alles, aber ich mache weiter. Ich werde Stück für Stück besser. Mach das täglich. Wiederhole dieselben Sätze immer und immer wieder. Du wirst merken, dass dein Sprechen flüssiger wird, deine Aussprache klarer wird und du dich sicherer fühlst. Und denk dran, es muss nicht perfekt sein. Es muss nur geübt werden. Tipp Nummer 3. Denke auf Deutsch. Ein Gedanke nach dem anderen. Das ist eine der größten Veränderungen, die du machen kannst. Fang an, auf Deutsch zu denken. Am Anfang ist das schwierig. Du willst aus deiner Muttersprache übersetzen, aber das Übersetzen kostet Zeit und macht uns langsam. Wie fangen wir also an, auf Deutsch zu denken? Starte mit kurzen, einfachen Sätzen. Sag sie dir in deinem Kopf. Wenn du aufwachst: Es ist morgen. Ich bin noch müde. Ich brauche einen Kaffee. Wenn du nach draußen gehst: Der Himmel ist blau. Die Luft ist kalt. Ich sehe einen Hund. Während deines Tages: Ich arbeite. Ich bin müde. Ich will nach Hause gehen. Das sind kleine Gedanken, aber sie helfen deinem Gehirn, sich direkt mit der deutschen Sprache zu verbinden. Keine Übersetzung, keine Verzögerung. Später kannst du versuchen, sie laut auszusprechen, nur als Flüstern oder ganz leise. Es ist wie ein tägliches Gespräch mit dir selbst auf Deutsch. Tipp Nummer 4. Lies laut. Trainiere deine Sprechmuskeln. Leise zu lesen ist gut, aber laut zu lesen ist besser. Es hilft deinem Mund, deiner Zunge und deinem Gehirn zusammenzuarbeiten. Wähle einen kurzen, einfachen Text, ein Kinderbuch, eine Kurzgeschichte für Anfänger, einen Dialog aus einem Video oder Podcast. Lies ihn langsam und deutlich. Dann lies ihn noch einmal, ein bisschen schneller und dann noch einmal mit mehr Ausdruck. Stell dir vor, du bist ein Schauspieler. Das hilft deiner Aussprache, deinem Redefluss und deinem Selbstvertrauen. Es ist wie ein Fitnessstudio für deine Sprechmuskeln. Tipp Nummer 5. Benutze Deutsch in deinem Alltag. Lass mich dir etwas sehr Wichtiges sagen.
Wenn du gut Deutsch sprechen willst, solltest du Deutsch nicht nur lernen, du solltest mit Deutsch leben. Was meine ich damit? Ich meine, dass Deutsch nicht nur etwas sein sollte, was du am Montagabend für 30 Minuten machst. Es sollte nicht nur in deinem Klassenzimmer oder in deinem Lehrbuch stattfinden. Es sollte ein Teil deines echten, alltäglichen Lebens werden. Genau wie dein Morgenkaffee oder deine Lieblings-App. Je mehr du Deutsch siehst, hörst und benutzt, desto natürlicher wird es. Hier sind ein paar einfache Wege, das zu tun, selbst wenn du sehr beschäftigt bist. Erstens, ändere die Sprache deines Handys auf Deutsch. Du schaust wahrscheinlich viele Male am Tag auf dein Handy, vielleicht 50, vielleicht 100 Mal. Warum also nicht diese Zeit zum Lernen nutzen? Wenn du die Sprache deines Handys auf Deutsch umstellst, siehst du bei jeder Benutzung deutsche Wörter. Du lernst Wörter wie Einstellungen, Flugmodus, Helligkeit, Aktualisierung verfügbar, löschen oder herunterladen. Du musst diese Wörter nicht lernen, du siehst sie einfach oft und bald erinnert sich dein Gehirn daran. Es wird natürlich. Das nennt man passives Lernen und es ist extrem hilfreich. Zweitens, schreibe jeden Tag ein kurzes Tagebuch auf Deutsch. Du musst keine langen Aufsätze schreiben. Schreibe einfach 3 kurze Sätze über deinen Tag. Zum Beispiel: Heute war ich bei der Arbeit. Ich war sehr müde. Ich habe 2 Tassen Kaffee getrunken. Oder: Heute Morgen hat es geregnet. Ich bin zu Hause geblieben. Ich habe ein deutsches Video geschaut. Das ist eine großartige Übung, um einfache Satzstrukturen zu bilden und echtes Vokabular aus deinem Alltag zu verwenden. Drittens. Nimm jeden Tag eine einminütige Sprachnachricht auf. Das ist einer meiner Lieblingstipps. Am Ende des Tages nimm dein Handy und nimm dich selbst beim Sprechen auf. Sprich einfach 1 Minute lang. Sprich über deinen Tag, deine Pläne, deine Gefühle oder etwas, das du gelernt hast. Zum Beispiel: Heute war ein stressiger Tag. Ich hatte am Morgen ein Meeting. Ich habe Mittagessen für meine Familie gekocht. Am Abend habe ich ein kurzes deutsches Video gesehen. Es ist okay, wenn du Fehler machst. Niemand außer dir muss es hören. Das ist nur für dich. Wenn du dir selbst zuhörst, lernst du. Du hörst deine Aussprache, du hörst deine Grammatik und du wirst anfangen, deine typischen Fehler zu bemerken und sie beim nächsten Mal zu korrigieren. Viertens. Tritt einer deutschsprachigen Online-Gruppe bei. Du musst nicht auf einen Kurs warten, du kannst andere Deutschlerner online finden. Tritt einer WhatsApp-Gruppe oder einem Telegram-Kanal bei. Nutze Webseiten wie Tandem oder Facebook-Gruppen für Deutschlerner. Du kannst kurze Nachrichten schreiben, Sprachnotizen senden, Fragen stellen und beantworten. Allein das Lesen, was andere Lerner schreiben, kann schon helfen. Das macht Deutsch lebendig. Es wird zu einer Möglichkeit, sich zu verbinden, nicht nur zu einem Schulfach. Okay. Deutsch im Alltag zu benutzen ist nicht schwer. Es kostet nicht viel Zeit. Du brauchst keinen Lehrer dafür. Und hier ist das Geheimnis. Verwandle kleine tägliche Handlungen in Deutschübungen. Statt Guten Morgen in deiner Muttersprache zu sagen, sag Guten Morgen. Statt deine To-Do-Liste in deiner Muttersprache zu schreiben, versuche es auf Deutsch. Statt 5 Minuten fernzusehen in deiner Sprache, schau dir 5 Minuten etwas auf Deutsch an. Diese kleinen Handlungen bauen starke Gewohnheiten auf. Und starke Gewohnheiten schaffen selbstbewusste Deutschsprecher. Dein Trampelpfad wird zu einer Autobahn. Deshalb habe ich heute eine kleine Aufgabe für dich. Nennen wir sie die Mission der Woche, der 5-Minuten-Pakt. Es ist ein Versprechen an dich selbst, diese Woche jeden Tag nur 5 Minuten zu investieren. Bist du dabei?
Super! Hier ist dein Plan. Schritt 1: Der Audiomoment. 2 Minuten. Höre dir bewusst ein deutsches Lied an oder einen kurzen Ausschnitt aus einem Podcast. Schritt 2: Der Papagei-Moment. 1 Minute. Wähle einen Satz, den du gehört hast, und wiederhole ihn 5-mal laut. Schritt 3: Der Tagebuchsatz. 2 Minuten. Schreibe einen einzigen Satz auf Deutsch darüber, was du heute gemacht oder gefühlt hast. Das ist alles. 5 Minuten. Das schaffst du. Denk daran, mache Deutsch zu einem Teil deines Lebens. Lass es in deinem Handy sein, in deinem Tagebuch, in deinen Gedanken und in deiner Stimme. Wenn du das tust, wird sich Deutsch nicht wie Hausaufgaben anfühlen. Es wird sich wie etwas anfühlen, womit du lebst. Und genau dann beginnt die wahre Sprachgewandtheit. Vielen Dank fürs Zuhören. Du schaffst das. Bis zum nächsten Mal bei Deutsch leicht gemacht.